Eine Weltpremiere. Das ist ein Bellini Modelljahr 2021. Ja, hier steht es und man erkennt es direkt am Heck, denn das ist ganz neu im Modelljahr 2021. Ja, und hier ist Uwe Schmidt. Ich grüße dich, Uwe. Hi, grüß dich. Alles gut? Ja, alles gut. Du hast gesagt, naja, du willst mir mal was zeigen. Ich habe es von vorne gesehen, da sah es gar nicht so spektakulär aus. Aber von hinten, das Heck ist ganz anders. Es handelt sich tatsächlich um ein 2021er Modell. 2021er Modell, das du eigentlich so offiziell noch gar nicht zeigen darfst. Gell? Also wir müssen ganz schön vorsichtig sein hier mit der Offenlegung des Ganzen. Ja, er kommt natürlich zur Caravan, zum Salon. Wird vorgestellt. Ja, wird er vorgestellt in seiner Formation. Du siehst die obere Dachnasenkante mit den Lüftungsgittern drin. Das ist absolut neu jetzt in der kommenden Saison. Für die weitere Belüftung im Innenbereich, weil wir das Tabat-Doppeldach hier haben, für diese Schallisolierung und Belüftung durch Wasser. Ja? Ja, ich zeige mir hier vorne die. Entschuldigung, Wasser. Durch Wind. Denn da? Natürlich durch die Luft. Ja, da vorne ist die Achse ATC. ATC, wie in allen Modellen serienmäßig. Aber wenn du mal kurz nochmal sagst. Stabilisierungsprogramm, das halt eben wie ein ABS-System arbeitet. Ja. Und es funktioniert. Tja, das wollen wir doch hoffen. Bisher haben wir keine Unfallschäden, wir haben auch keine Rückantwort aus dem Publikum negativer Art, sondern es ist alles in Hälfte begeistert. Das Modell ist auch jetzt mit einer 17 Zoll Felge in der Option ausgestattet worden, wo es sie normalerweise nicht gibt. Ich zeig mal ganz kurz, hier vorne ist eine 16 Zoll, dass man den Unterschied sieht. Das ist so 15 Zoll sogar und das andere ist 17. Ja. So, das heißt, die 15 habe ich auch drauf bei mir. Die 15 Zoll ist eine Serienproduktion gewesen, jahrzehntelang. Die haben wir seit neuestem auf 17 ergänzt. Aber in diesem Bereich hier ist es Optionspreis, aufpreispflichtig. Sieht natürlich scharf aus. Die ist jetzt weiß. Die ist jetzt weiß, hochglanzweiß mit dem abgesetzten Silber. Und wenn du dann genau hinschaust, erkennst du hier drin auch das Tabat-Wappen. Warte mal kurz, da muss ich mal schauen. Das ist eine Formation. Okay. Das Tabat-Wappen von seiner Form her kommt hier komplett rein in die Felge. Deswegen ist es ein Fahrzeug, das halt eben eine Felge, die speziell für Tabat entwickelt worden ist und auch in Tabat-Lizenz vertrieben wird. So, es ist 2021. Ich zeige euch mal was. Wir werden es noch nicht aufmachen, denn hier ist tatsächlich ein Siegel drauf. Alle Fahrzeuge, die ihr kriegt, und das sind täglich bis zu 5 Stück, haben ein Siegel drauf. Bitte noch nicht öffnen. Ist also lieb, noch nicht. Wir zeigen erstmal rum, bevor wir ihn aufmachen von innen. Gut. Ja, ein bisschen Spannung müsst ihr noch. Die Spannung müsste halt eben vorgebaut werden. Der Spannungsbogen, den machen wir vor. Die Alco. Große Stütze, Bigfoot. Bigform-Stützen mit Teller für die bessere Stand des Fahrzeugs. Ich zeige mal das Heck. Also das ist ja. Jetzt gibt es hier die ganze Pointe schon gleich vorweg ab. Das ist natürlich phänomenal, gell? Dieser schönen schwarzen Seitenrückleuchte drin, ja, mit den langgezogenen Rotstreifen drin und hier auslaufend wieder in diesem Bereich, ja. Du weißt zufällig, ob der auch leuchtet, der rote Streifen in der Mitte? Nee, der rote Streifen leuchtet nicht. Der leuchtet nicht. Nee. Okay. Aber da kann die Firma Schmidt ja auch mal was tun dafür. Achso. Das wollen wir mal sehen, was da draus wird. Hier könnte das Leuchten machen. Da vorne ist auch die Belüftung nochmal. Das ist die Dachkante nochmal in seiner Heckansicht mit der Belüftungsformation. Das große, breite Bremslicht. Ebenso die nächste Belüftung. Und so. An den Seiten die Defender, wie wir es nennen. Diese Verkleidung in den Seitenbereich, das nach unten hin in diese Kunststoffvariante mit reinzieht. Okay, das heißt, hier läuft wahrscheinlich auch das Wasser durch oder von oben? Oder wie von oben kommt, da läuft das Wasser ebenfalls mit an dem Fahrzeug vorbei. Ist ja komplett durch die Unterhaut geschützt, sind Aufbauteile. So, und die breite, neue Rangierstange, die wir dabei haben, in gut Grau. zuzupassen, in Grau, als Designabschnitt. So, die andere Seite, mal kurz gucken. Ja, die Aufkleber, die sind vorne ein bisschen ein klein wenig anders designt. Ja, die sind in dem Moment etwas tiefer gesetzt worden. Früher waren sie im Mittelpunkt des Wagens. Man hat sie etwas runtergenommen und hat ihnen halt eben den unteren Schnittpunkt gegeben. So, oben die Reling ist weiß. Das war vorher auch schon so? Das war vorher auch schon so und die wird arttypisch nur auf den französischen Modellen aufgebaut. Ja, ich habe auch eine Reling, deswegen. Also, das ist ja ein französisches Modell. Genau, ich habe auch ein französisches Modell. Das heißt, das hier ist auch ein französisches? Das ist auch ein französisches Modell, ja, genau. Sehr schön. Wir werden gleich mal zeigen, innen die französischen Modelle sind quasi ein Raumwunder. Ja. So, jetzt kommt's. Lieber, ich guck mal gerade, ob die Kamera, Ton geht, alles drum und dran, das Siegel. Du machst erstmal das Fahrzeug auf. Top Secret nochmal. Jetzt knackt's. Zack. Das war's. Jetzt haben wir das Geheimnis gelüftet. Jetzt kommt der Innenraum zum Zeig mal gerade das Siegel. Das ist das Siegel. Das heißt, sobald ihr es aufmacht, man kriegt es jetzt nicht mehr drauf, richtig? Nein, man kriegt es nicht mehr zum Halten, ja. Okay, klasse. So, ihr macht die Marke jetzt seit über 50 Jahren.
54 Jahre sind wir dabei, ja. 54 Jahre Tabak. Premiere. Ich denke, du gehst einfach mal vor. Ich komme mal hinterher. Das ist die Aufbautür übrigens. So sieht sie aus. Von dem 2021er Modell. Bellini. Das ist die Kante. Hier sind noch alle Folien drauf, natürlich, wie es gehört. Wir waren jetzt quasi die Ersten, die den gerade betreten, richtig? Wir betreten als erste Wagen, ja. Ach, ist es leise auf einmal hier drin? Ja, das ist das schöne Dach, dass wir in dem Moment die Doppelfunktion haben. Diese Isolation mit dem Luftbereich, ja, den wir vorhin in der Nase gesehen haben, vorne und hinten. Gut, dass ich viel Licht dabei habe, denn ich schaue mich mal ganz kurz um. Das ist so typisch französisch. Ich habe ein ganz großes Fenster an der Seite. Ein Gell? schönes, langes Fenster, dass ich bequem aus dieser Rundsitzgruppe heraus den kompletten Park betrachten kann oder mein Vorzelt reinschauen kann und mir die Weite gibt nach außen. Das bin ich eingesperrt wie in diesem normalen Fenster, wenn man das so betrachtet, ja. Da steht ja regelrecht die Garnitur davor, ja. Es gibt Gut. viel mehr Blick. Dafür ist natürlich das Polster ein bisschen kürzer. Ja, aber es gibt immer noch Platz, Gemütlichkeit für die Kinder. So ist es. So, ich schaue mal grad ganz kurz hier mal rein. Wenn du mal gerade so lieb bist, dich mal gerade hier hinsetzt, dass man mal die Raumtiefe einfach mal sieht bei dem neuen Fahrzeug. Stark ist auch der... Krass. Grundsitzgruppe hier, also das ist schon... Warte, ich krieg's nicht rein. Warte mal, ganz kurz. noch einen Meter zurückgehen, Ja. immer noch Platz. Warte mal, ich gehe mal gerade aufs Bett drauf, dass wir einfach mal sehen, wie tief das Modell ist. Hallo Jungs. Ja, man sieht dich noch. Oh, das ist aber nett. Aber das Starke ist, man hat hier bei dem Fahrzeug wirklich das Gefühl, er ist doppelt so groß wie andere Wohnwagen, weil das Raumgefühl einfach so riesig ist. Oder? Ja, der vordere Raum macht sich ja auf. Er ist ja wie ein großer, Kessel ist falsch ausgedrückt, aber wie ein großer Raum, der hinten reinkommt. Ja? Und es kommt dazu, dass diese Möbel, die hier verarbeitet sind, ja Hochglanzmöbel sind. Die werfen natürlich auch das Licht nochmal stärker in den Innenraum rein, was Licht bringt, Effekte, bringt Größe. Was Starkes ist, man sieht keinen Fingerabdruck auf den, obwohl es Hochglanz ist, oder? Ja, wir sind das erste Mal auch drin. Wenn du mal so lieb bist. Also du hast gerade eben drauf gefasst. Nee, das ist... und vor allem lässt sich gut pflegen. Gell? Ja. Das heißt ja verhältnismäßig leichte Angelegenheiten mit dem Lappen, das ist einfach wegzuwischen. Ja, vorne, wenn du mal kurz aufmachst, sieht man direkt die LED-Leiste, die drin ist. Ja. So, die ist mit verarbeitet für das indirekte Licht. Und ja, dann habe ich große Staufächer mit drin. Hier oben habe ich die Luke, die Klimaanlage, natürlich Pflicht bei eurem Modell. Das ist auf jeden Fall Pflicht im französischen Modell. Ohne das geht hier nichts. Ja. So, jetzt zeige ich mal gerade, das ist die Küche. Premiere 2021. Ein Küchenblock. Und die ganz neue Lichttechnik, die wir im letzten auch schon gesehen haben, die wirklich tolles Licht liefert. Ja. Hier oben drauf, das heißt, man kann es schwenken. Es ist ein Leselicht. Du kannst in allen Richtungen gehen und es gibt natürlich komplett, den ganzen Körper gibt Licht ab. Das ist keine Intensivität, sondern ein schönes Strahlen vom Licht ist. Uwe, stell mal kurz auf, bitte. Gerne. Das ist der Tisch, der dabei ist. Ja. In Schwarz habe ich es auch noch nie gesehen. Ja, das ist halt eben modeschöpferisch gesehen, die schwarze Farbe. Aber sie passt ja sehr schön in die ganze Nuancen des Polsters mit rein. Gell? Das ist eine Frage. Den Innenraum in den Farben, gibt es in verschiedenen Farben? Nein, Frankreich hat nur ein Design. Hat nur ein Design. Ein Design. Es gibt nur eine Variante und der Tisch ist unter anderem auch abgestimmt hier auf die Küche, gell? Wenn du das hier betrachtest. Ja. Die Küche. Warte mal kurz, ich setze mich mal kurz hier rein, dass man mal die Raumtiefe hier aus der Situation sieht. Wir sind jetzt leider unterm Vordach, aber man kann nur erahnen, da hinten ist wahrscheinlich schon Nebel, so weit ist er weg. Ja. Ja, da kann man hier auch noch eine wunderschöne TV-Anlage anbauen. Gell? Warte mal kurz, ich komme mal zu dir. Hier, du hast hier das Bett, hier hast du eine Damenkommode. Du bist etwas zu schnell. Bin zu Ich muss mal ganz kurz das Bett mal gerade zeigen, dass wir das mal sehen. Da ist das Bett. Sollen wir reinlegen? Nein, das Nee, noch nicht, aber ich zeige mal gerade das Bett. Da ist ein Spiegel mit dabei, der den Raum nochmal vergrößert. Ja. Kann man auch abmachen, wenn man will, aber finde ich extrem interessant. Man soll ihn lassen, also bringt ja Effekte mit sich. War Von nur der Spaß, Größe von wenn an, man ja. das nicht sehen möchte. Du siehst, wie die Kamera drin spiegelt in den Klappen drin, gell? Bis sich das Licht da spiegelt drin. Hochglanz, es ist recht hell gehalten, Ja. das Holz. Es war im letzten Modell war es noch dunkel. War es dunkel, richtig? Großer Kleiderschrank. Groß aufgebrachter Kleiderschrank. Mit Warte mal oberen kurz. Ablagefächern. Bitte noch nicht zumachen. Alles innen belüftet, Ja. wie immer bei allen Tabats. Ja. So, hier vorne sieht man auch, wie schön das gemacht ist. Da sind die Schalter, wie das hier auf der anderen Seite extrahiert ist. Cool. Die Ablagefächer. Und das ist der, was du eben erwähnt hast mit dem TV, gell? Ja, die Damenkommode. Die kann ich mir natürlich wunderschön im TV hinstellen. Entweder mit Arm oder nur stehend.
Ich habe auch dementsprechend einen Antennenanschluss, habe 220 Volt zur Verfügung und kann auch das noch indirekt beleuchten mit Spots. Und hier habe ich eine Höhe, die auch noch viele Möglichkeiten gibt, was einzusetzen. Also wenn man hier so reinschaut, die Versionen ohne das WC, unglaublich breit, also unglaublich geräumig. Das WC nimmt dir viel Platz weg. Der WC ist immerhin eine Tiefe von rund 60, 70 cm in der Breite, die der Raumkonstrukteur berücksichtigen muss. Gell? Das stimmt einfach. So, es gibt ja einen Trick, man kann das WC ganz einfach nachrüsten, man kann es einfach in die Dusche stellen. Es gibt sogar das elektrisch betrieben mittlerweile, wenn man das unbedingt haben möchte. Aber die Klientel, die ihr bedient im Moment, die im Prinzip Französisch sprechen, die brauchen keine Toilette im Wohnwagen. Die legen auf keinen Wert darauf, weil die es unhygienisch empfinden, im Wohnwagen mit 4 Personen eine Toilette zu benutzen. Und wenn Sie das Bad jetzt betrachtet, schau mal, wie schön die Ecke dort aufgebaut ist und im rechten Faktor auch noch die Dusche dazu kommt. Also schon eine Augenweide. 2021er, mit mehreren Spiegeln wirkt es natürlich jetzt richtig groß. Das heißt, ich habe viel Platz, die große Dusche da mit drin. Die auch meine Figur als solches. Mach mal. So, da haben wir ebenfalls die angesetzte hohe Duschwanne, damit das Wasser nicht nach außen spritzt. Dazu muss ich natürlich einen Schritt reinnehmen, was auch vernünftig ist. Und dann habe ich hier meine Bewegung. Da ist er, der Uwe. Ja. So, jetzt bist du auch hell. Ja. Dann habe ich hier Hochglanz-Waschbecken in weiß. Das ist auch wieder mit dem schwarz abgesetzten von Küche und von Tisch. Das ist natürlich eine Option vom Musterwagen. Das wird jetzt noch hier gereinigt werden. Mhm. Gut, wir haben den ja gerade erst betreten. Das war ja wirklich das Original mit Siegelbruch. Und hier oben haben wir dann noch eine Eröffnung für die Belüftung. Die größere ist in der Dusche drin. Die größere ist in der Dusche. Ja, dass es auch wirklich die Luft nach außen abgehen kann. Handtuchhalter. Alles noch neu, muss man sagen. Ja, ich will es ja nicht zerbrechen hier jetzt. Es geht auf. Jetzt geht's. Ja, aber ist alles putschneu. So ist es, prima. Ja, sind noch alle Kleber sind noch dran. Da ist der neue Kühlschrank von Dometic. Und die Truma Aventa, die natürlich iNet ready ist. Die ist direkt in Verbindung mit der Heizung steuerbar, was also ganz interessant ist, dass man die auch per iNet an- und ausschalten kann, wenn man unterwegs ist. Ihr verkauft das oft, die Erweiterung fürs Handy, oder ist es eher exotisch? Das kommt auf die Kundschaft an. Nicht jeder möchte mit dem Handy in dem Sinne seinen Wohnwagen vorab steuern. Das ist eine Individualität, die jeder sich aus der Preisliste herausziehen kann. Ja. Schön. Hast du schön gesagt. Ja, ist auch. So, davon ist der Kühlschrank, zeigt man gerade, das ist schon der neue. Bevor wir ihn übergehen, wir haben schon sehr oft gezeigt, man kann ihn von beiden Seiten öffnen. Von beiden Seiten öffnen, ja. Nur mal als Beispiel jetzt, Kühlfach oben nach links, Kühlschrank nach rechts. Du könntest das Modell auch mit Toilette organisieren, das würde gehen, oder geht das nicht? Jein. Jein. Jetzt in diesem Zeitpunkt schwierig. Nur ein Jein. Nur ein Jein, aber... Ja. Aber du guckst in mein Gesicht, dann wirst du schon die Antwort sehen. Vieles ist möglich. Ja. Ja, sehe schon. Ja, die Ultraheat, das ist Standard, das haben wir schon gezeigt. Wir haben uns auch im 2021er ist das mit drin. Ultraheat heißt was? Das ist die elektrische Heizung über die Heizung. Die Gasheizung im Background hinten dran hast da eine zusätzliche Wärmegewinnung durch Strom. Hier vorne sieht man übrigens so, da ist das Muster drin, das ist so Holz angedeutet. Holzdekor. Ja. Und oben drauf hat man die gleiche Platte nochmal, die auf der Tischplatte drauf war. So wie im Bad auch. Wie im Bad auch. Durchgehend. Ja, ist ja immer die große Frage, jetzt habt ihr so ein Modell, das kommt jetzt hierher, die Kundschaft in Frankreich kennt es ja noch nicht, oder? Ist das immer so ein Bourbon-Spiel, ob die das wollen? Oder treffen die immer so den Geschmack? Das klappt ganz gut. Das funktioniert sehr gut mit dem Zusammenspiel der Kundschaft und dem Fabrikat. Ja. So, gucken wir mal rein, das sind die Schubladen. Wenn du mal kurz aufmachst, bitte. Wie immer umwerfend in der Größe. Das ist ja... Also, wenn eine Frau das voll macht, dann hat sie ja wirklich für 14 Tage, 3 Wochen Lebensmittel. Es könnte ja auch ein Mann sein, der es macht, oder? Nicht nur das Spiel. Ach Mann, jetzt. Männlich, weiblich, divers, sage ich nur. Die Männer, die können ja auch mal in die Küche. Und da unten ist eine Klappe, weil wir ja die Tandemachse haben. Die Tandemachse, die ist da drunter. Okay, verstanden. Aber sehr kräftige Klappe, die ist sehr schwer. Okay, das heißt, ihr könnt ja was ordentliches, Schweres reinstellen. Da ist noch ein Schrank, zeig mal bitte.
Der ist groß. Für hängende Sachen. Darf man auch nicht vergessen. Da steht nicht zuständig. Ich nehme an, da ist die Elektrik drunter, oder? Da ist die Elektrik drunter. Ja, wenn du das anhebst, siehst du es. Mach mal bitte. Da kann man jetzt mal rein lunzen. Da ist es drin. Schön sauber aufgeräumt, komplett in einem Fach drin, wo sehr zugänglich ist. So, also nochmal zum Mitschreiben. Ich habe hinten ein ganz großes Bett. So, dann habe ich das. Wie ist der Name von dem Bett, von dem Typ Bett? Der ist linke Seite angeschlagen, Doppelbett. Doppelbett, linke Seite angeschlagen. Dann habe ich die Möglichkeit hier zuzumachen. Machen wir bitte zu. Um mich komplett abzutrennen. Toll. Vielen Dank. Und was wir noch nicht gezeigt haben, ist der Ofen. Praktisch die Heizung, die mit drin ist, die auch entsprechenden Geräusch macht. Akustisch wie ein Kaminfeuer. Akustisch wie ein Kaminfeuer. Verbrennendes Holz, ja. Das ist mit drin. Und ebenso das Flackern ist drin. Du hast ja noch zusätzlich diese Flammerschein. So, und jetzt zeige ich mal, hier vorne ist ein großer Spiegel mit drin. Kann ich mich noch mal mit anschauen. Und last but not least, du hast es jetzt mehrfach erwähnt, ja, da steht der Fernseher dann drauf. Und das ist cool. Ja, die erste. glatt ein Reisemobil auf für so ein schicken Ja klar, morgen. Ja, klar, das ist schon abgemacht. Ja, ich habe ja selbst einen Doppelabsatz von Tabat, muss ich sagen. ja. Also das ist ein ganz anderer Raum wie der, den ich habe. Das ist, also ich glaube, in jedem Jahr ist ein bisschen anders. Aber ihr lernt ja dazu, inwieweit hast du denn die Möglichkeit, den Leuten von Tabat so ein klein wenig mitzuteilen, was so Trend ist, was gewünscht ist auf dem französischen Markt? Ja, sollten die irgendwann mal dieses Video sehen, dann werden die sich an mich erinnern. Der Spezialist für Doppelachser, ja, mit der Premiere des 2021er Tabat Bellini. Doppelachser Länge nochmal hier? 620. 620 Länge. Aber auch mit dem Hochglanz hier, gut, da würde man jetzt Fingerabdrücke sehen. Glaube ich. Mal aus. Ja, mach mal. Das ist aber nur von meiner Feuchtigkeit her. Ja, so ein kleines bisschen. Aber es ist auf jeden Fall gut zu reinigen. Vor allen Dingen wenn ist die es Oberfläche glatt griffsicher. ist. Ja. Wo alle Leute dort raufgreifen, ist in dem Sinn das Holz geschützt und man kann es leicht in dieser Kunststoffverdeckung reinigen. Ja? Sehr schön. Da unten ist wahrscheinlich ein Dimmer, oder? Der da Und drin- drunter ist ein Dimmer für die Außenbeleuchtung. Ja, Okay. der Vorzelt Außenbeleuchtung über die gesamte Front. So, jetzt der Füllstand, Wasser und Batterie. Okay, ja, da gehen wir am besten mal raus, machen eine Abmoderation, zeigen ihn nochmal komplett von außen. Premiere der 2021er Bellini mit den 17 Zoll, 17 Zoll Felgen, Optional, bitte. optional. Optional. Genau So. zu bedenken, dass sie optional sind, ja. So, Preislist haben wir jetzt keine, aber das ist nicht so schlimm, denn Sie sollten sich ohnehin melden bei der Preise Firma habe ich auch noch nicht AMC definiert, Schmidt. die sind noch nicht bekannt, weil nach Düsseldorf, die es ja Ende dieser Woche beginnt, erst offiziell die Preischarge rausgegeben wird. Ja, ihr habt euch spezialisiert auf große Wohnwagen von Tabat. Hier vorne steht einer der größten, die es gibt. Ja, das ist der 57 Slide Out. Und der 57 Slide Out ist der absolute Spitzenprodukt am Markt. Nicht nur von Tabat, sondern generell für die ganze Branche. Ja, da haben wir ein eigenes Video über uns gemacht. Ich verlinke es einfach hier hinter, dass man sich das nochmal angucken kann. Eine Augenweide mit Technik pur, allerdings etwas anderer Preis. Man kriegt fast 2 Bellinis für, kann man das sagen? Wenn du es hat, nimmst 3. Ihr seid in Ida Oberstein, am besten mal googeln. AMC Schmidt seit 54 Jahre für Tabat unterwegs. So, und da Abmoderation nochmal mit dem Heck. Denn das ist wirklich eine Augenweide. Das 2021er Heck. Ja, vielen Dank, Uwe. Tschüss. Ich danke dir auch. Ich wünsche dir alles Gute. Bis Ciao. demnächst.